Dennis Thering ist mir zugeschaltet, CDU-Fraktionschef von Hamburg. Guten Morgen, Herr Thering, hier bei Welt. Und selbst wenn man sich für aufgeklärt hält, so ein bisschen befremdlich ist diese Szenerie, ist das, was auf solchen Demonstrationen gefordert wird. Warum ist es so schwierig, da anders dagegen vorzugehen, dem Einhalt zu gebieten? Guten Morgen aus Hamburg. Erstmal sind natürlich unverständliche Bilder, die wir hier wieder gesehen haben aus Hamburg, dass radikale Islamisten auf unseren Straßen völlig ungehindert den Kalifat ausrufen können, gegen unsere freie Art zu leben, hetzen. Das wollen wir so nicht mehr sehen. Und da sehe ich jetzt auch die Bundesregierung, die Länder in der Pflicht, endlich dafür zu sorgen, dass solche Machtdemonstrationen auf unseren Straßen künftig nicht mehr zulässig sind. Diese Kalifatförderung muss grundsätzlich unter Strafe gestellt werden. Nun ist ja, ich sag mal, so ein Hotspot für solche Demonstrationen tatsächlich Hamburg. Immer wieder erleben wir so etwas, die letzte aus dem April dieses Jahres oder eine dieser Veranstaltungen aus dem April dieses Jahres. Setzt man sich da mit der Senatsregierung mal in Verbindung und tauscht sich aus und erfährt auch etwas über die Gründe, warum dann am Ende doch so etwas zugelassen wird, bis zu einem gewissen Maß an Äußerungen? Der Senat von SPD und Grünen hat über Jahre die Augen verschlossen, gerade vor diesen radikalen Islamisten. Und deshalb haben wir in Hamburg ja leider auch so eine Masse davon. Diesen Menschen kann man nicht mit Wohlwollen oder auch mit Verständnis gegenübertreten. Die brauchen die volle Härte des Gesetzes. Und deshalb erwarte ich auch von einer Landesregierung, dass man solche Demonstrationen, wenn man weiß, dass davon Hetze, Hass, Gefährdung ausgeht, dann auch mal konsequent verbietet, nicht immer wieder das durchlaufen lässt. Der Hamburger Innensenator hat klar gefordert, dass Kalifatsforderungen auf Hamburgs Straßen künftig nicht mehr geduldet werden, nicht mehr zugelassen werden. Und trotzdem wurde diese Demonstration nicht abgebrochen. Hier braucht es eine deutlich härtere Hand auch von Seiten des Hamburger Senats. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch, Herr Thering, nach Hamburg. Alles Gute. Vielen Dank, alles Gute.